Alexandra, frage die Karten, zeige mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, wir schauen uns wieder an die Veränderungen fürs Kollektiv, die nächsten 14 Tage. Und ich bin gespannt. Ich habe heute mal ein ganz oldschool Lenormand Deck. Und wir gucken, welche Themen hier rausfallen, was uns mitgegeben wird, wo wir hingucken dürfen. Es geht wieder mal um uns. Wir sind die erste Karte. Es geht um unser Seelengerüst. Es geht um Gefühle, die nicht so richtig standhaft sind, ne? Vielleicht auch so phasenweise, wo wir so spüren, etwas zieht an uns. Ich habe hier mittlerweile einen kleinen Erfolg, auch im finanziellen Bereich. Hier kann aber auch wirklich so richtig ein Erfolg anrollen, ne? Aus einer Phase raus, wo man jetzt denkt, das läuft nicht oder die Phasen verändern sich, das alles ist wechselhaft, kann hier etwas auf dem Erfolgsweg sein. Ich habe hier das kleinere Geld angezeigt. Das sage ich auch immer bei den privaten Legungen. Das kleinere Geld ist für einen der Zehner, für den anderen der Hunderter, für den anderen der Tausender, ne? Das ist so, wie ihr es für euch empfindet. Für einen ganz anderen ist es vielleicht auch der 1 Euro. So, dann haben wir hier Glücksmomente aus dem Umfeld raus. Das Kleeblatt liegt in unserem Haus, im Umfeld, in der Familie. Möglicherweise möchte der ein oder andere sich eine Auszeit nehmen. Guckt seine Lebensreise an. Denkt über sein Schicksal nach, über seinen Lebensweg, schaut sich verschiedene Verstrickungen an und hat hier so den Wunsch, ich möchte mal für einen kurzen Moment aus dem Ganzen aussteigen. Hier liegt der Neubeginn, der liegt hier im Hause der Blumen. Wir haben das Beenden einer Verstrickung. Die kann hier mit den Kindern sein, im finanziellen Bereich, auf der Seelenebene. Ich habe hier im Haus der Neubeginne die Sonne drin, ne? Hier ist irgendwie dieses Ding, dass man viele Wege tut, dass es um Entscheidungen geht, dass man Optionen nutzt. Die liegen hier zuhauf. Es kann nur sein, dass man sie nicht erkennt, ne? Weil die Gefühlslage hier so ein bisschen bewegt ist, oder wir haben viel das Wasserelement dabei, den Mond, wir gucken auf unsere Emotionen, und es kann sein, dass vielleicht ist hier auch irgendwie eine Mondphase, die speziell auf uns wirkt. Es kann auch sein, dass wir Gänge für andere unternehmen, dass das Umfeld uns fordert. Nichtsdestotrotz gibt es hier Einladungen, Treffen, Gespräche, etwas wird angeschubst, man tut etwas Kreatives zusammen, man kriegt da ein Go, wo man vorher unsicher war. Jetzt weiß ich also auch, wo der Blues herkommt. Wir haben ja hier so ein bisschen ein wankendes Gerüst, eine kleine Instabilität auf den Emotionen. Und hier sieht man einfach, dass das Herz hier im Haus der Hindernisse liegt. Hier ist ein bisschen Energie, die neu generiert wird. Ich habe so Belastungen aus dem Umfeld rauskommend, wo man sagt, hier ist Umbruchsstimmung, hier ist Wegänderung, Kurskorrektur. Die Energie dafür ist eigentlich vorhanden, aber irgendwas hemmt uns. Das kann jetzt sein, dass wir
Lass mich ein bisschen weiter gucken. Viel kommunizieren. Das kann jetzt hier mit Vorgesetzten sein, das kann mit den Ämtern oder Behörden sein, das kann hier mit sehr vielem sein, es kann ein Eltern-, ein Kinderthema sein. Es kann etwas sein, was die Häuslichkeit betrifft. Es kann aber auch tatsächlich etwas sein, wo wir mal kurz überrumpelt werden von irgendeinem Verlust. Das kann ein tatsächlicher sein oder aber auch einer aus der Vergangenheit, ne? Hier nagt etwas ordentlich am Herzen. Hier ist das Herz im Haus der Hindernisse, hier nagt die Maus dran. Es kann jetzt auch eine Veränderung beim Gegenüber betreffen, eine Unwahrheit, die rausgekommen ist. Ein überraschendes Ereignis, das dann so kurz den Boden unter den Füßen wegnimmt. Nichtsdestotrotz ist alles, was mit Beziehungen zu tun hat, mit Verträgen, mit Verbindungen hier, in einer Phase, wo man was ablöst, etwas Neues generiert, wo die Herausforderung auch weniger ist, aber Veränderungen noch mit Unklarheiten einhergehen. Hier wird kommuniziert über Verträge, Verbindlichkeiten, auch über Umstrukturierungen jeglicher Art. Es können hier auch Mietverträge sein, Verträge, die ihr mit Kosten im häuslichen Bereich habt. Ich sehe aber, dass es zwar Aufregung mitbringt, aber gute Gelegenheiten, ne? Es ist hier die Woche, wo vielleicht diese wankenden Gefühle auch sind. Ich bin auf mich alleine gestellt, alles klebt irgendwie an mir. Sorry, ich muss kurz einen Schluck trinken. Hier wird auch alles angezeigt, was mit den Selbstständigen zu tun hat, mit den Ämtern oder Behörden. Vielleicht auch mit dem Arbeitsamt hier unten. Es ist eine gute Auflösung dabei. Es gibt zwar irgendwas Überraschendes, Überrumpelndes, aber das bringt am Ende Weiterkommen und Glück mit. Möglicherweise auch etwas, wo man lange, lange drauf gewartet hat, dass sich etwas dreht. Hier kann es auch sein, dass es darum geht, Hindernisse im beruflichen Bereich zu überwinden. Hindernisse und Blockaden zu beenden oder zu nutzen oder einen kleineren, günstigeren Weg zu finden. Vielleicht ist es auch die Qualität, wo man irgendwelche Konflikte löst mit sich und den anderen. Man arbeitet an seinen Hindernissen. Das kann ja niemand für euch tun. Das muss ja jeder selbst wissen und das bringt ja so ein bisschen Konfliktpotenzial mit. Was hier auch sein kann, dass es Konflikte gibt mit Kollegen, die denken, du nimmst ihnen irgendetwas weg oder auch mit Auftraggebern irgendwo. Und dass da die Energie sehr hinderlich ist. Es gibt Dinge zu klären im finanziellen Bereich. Ich habe hier irgendwie kein spezielles Thema, weil die Streitkarte liegt ja im Haus des Geldes drin. Können auch Selbstwertthemen sein oder wie gesagt Ämter, Behörden, Selbstständige. Möglicherweise wird etwas gekappt oder etwas findet nicht statt, was gebucht wurde oder man hat viel aufzuklären und man darf überlegen, ist es mir wert zu streiten oder lasse ich einfach das beiseite liegen. Das muss jeder selber wissen. Es geht jedenfalls um kleineres Geld. Es geht um kleineres Geld, das dann später wachsen darf. Ne? Hier sind viele Entscheidungen zu treffen, die noch Unruhestimmung mitbringen. Hier hat man vielleicht den Kopf voll, es muss viel kommuniziert werden. Dann wartet man wieder auf eine Antwort und die kommt nicht. Ne?
Und es könnte fast so was sein wie rückläufiger Merkur von der Energie her. Ich weiß nicht, ob wir ihn gerade haben. Es geht dabei in den Eckkarten um uns, unser Schicksal, unsere Veränderungen auf dem Beziehungsbereich und auch um eine Familiensituation, ein familiäres Karma. Es können auch so Sachen sein, wie man streitet sich um Geld der anderen. Ne? Also so dieses, jemand hat etwas hinterlassen und das kennt ihr alle. Ne? Dann fängt jeder an, die Hand aufzuhalten und da entstehen Streits. Und ich kenne das von meiner verstorbenen Freundin, die wäre am Ende eine reiche Frau geworden. Aber die Gier und dieses ich will dies und das und jenes von allen Beteiligten haben da draußen eine ganz giftige Situation gemacht. Und am Ende verlierst du den Kampf. Ne? Und ist es das wert, steht dahinter. Wir haben das Element Erde dabei. Hier ist die Gurke. Die Emotionen, die hier sind. Natürlich auch die Sternzeichen des Elementes Erde. Die Emotionen haben wir hier oben schon angezeigt bekommen. Und wir haben einfach dieses Ding, bleib positiv, lass dich nicht rausbringen. Positivität bringt dich weiter. Und hier haben wir das Element Luft. Da geht es um Kommunikation, da geht es um Intellekt, Gedankenaustausch, aber auch um die Zwillinge, um die Sternzeichen Zwillinge, Waage und Wassermann, die dem Element Luft zugehören. Und hier unten haben wir noch das Glück und das wird uns hier mit einer Zitrone präsentiert. Und haben wir noch Element Wasser, eigentlich von allem was dabei, ne? Könnte sowas sein, wenn das Leben dir, wie heißt dieses Sprichwort? Wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, mach Zitronensaft daraus. Ich weiß es jetzt nicht, ihr könnt es ja unten reinschreiben. Hier sieht man auch viel Klärung, wenn ihr was mit den Ämtern oder Behörden habt, die hier aufkommt. Und ich glaube, wir nehmen heute mal anstatt Kraft hier die Rune. Die springen mich gerade irgendwie so an. Die Chancen nutzen haben wir. Pertro, die freie Wahl. Hier habt ihr wieder den Baum, die Verwurzelung. Den Baum haben wir hier im Haus der Verstrickung drin und im Haus des Baumes haben wir das Schiff, das Weiterkommen, die Lebensreise. Da haben wir sozusagen den Buchstaben P, das Element Feuer, und das ist dieser kosmische Würfelbecher. Da hat man die freie Wahl, so wie die Würfel fallen. Der Schicksalsweg, der voraussichtliche Lebensweg, das Bilanzziehen, das ich am Anfang erwähnt habe. Und man darf so ein bisschen überprüfen, wie ist denn mein Leben? Was habe ich daraus gemacht? Wo habe ich eine falsche Wahl gewählt? Wo habe ich gar nichts gemacht oder bisher weitergemacht? Und hier kann man auch einen geänderten Weg einschlagen. Es ist nur die Frage, ob man erkennt, wie die Veränderungen stattfinden, weil hier liegt die Veränderung im Haus der Beziehungen und Kreisläufe und sie korrespondiert mit dem Kreuz. Die Karte sagt, lass dich nicht ausbremsen. Hier gibt es unzählige Möglichkeiten, wenn du bereit bist, auch neue Quellen mal zuzulassen. Kriegst du hier von der Rune Pertro Unterstützung. Wenn man die Rune kippt, nimmt sie praktisch die Form eines Würfelbechers an. Das machen wir jetzt mal, dann seht ihr das. Und die Rune wird oft mit Gebärmutter und Schwangerschaft in Verbindung gebracht. Ne? So diese Höhle, die ihr hier seht. Also hier kann man sinnbildlich etwas Neues
kreieren, etwas aus dem Nest kullern lassen, das dann mitten ins Leben reinkugelt sozusagen. Und wir haben hier die Sonne im Haus der Neubeginne und das Kind, die Neubeginne im Haus der Blumen. Also eine sehr schöne Bestätigung für das, was ich hier gesehen habe. Nehmen wir noch eine Pflanze für diese Zeit. Hier haben wir ja ein bisschen Herzschmerz und Herzblockaden, also Sachen, die uns drücken, die uns auf dem Herzen liegen. Und hier kommt der Weißdorn, der sagt, lass dein Herz für dich denken, es weiß es. Weißdorn stärkt die Herzenskraft auf sanfte Weise, das Herz wird leicht und geöffnet und da kann Genesung reinfließen, man sperrt es nicht, man versperrt sich nicht davor. Wir haben die Bachstelze. Ich bringe dir Freude, Abenteuer, Lust und Mut. Spüre hinein, was du wirklich willst und folge deiner inneren Spur. Du bist bereit, neue Wege zu gehen. Das passt hier zu dem Chancennutzen. Ne? Man ist bereit, wir liegen auf der ersten Stelle im Haus des Reiters. Da kann was in Bewegung kommen. Dann noch der Glücksimpuls und dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Prioritäten setzen bei dem, was dir geboten wird. Dann kann man hier auch Träume verwirklichen, egal welche Hindernisse es gibt. Ihr Lieben, macht es gut. Ich drücke euch bis bald.